Hallo und herzlich willkommen, hier ist Paleface und wir spielen Donkey Kong für die NES. Ja, was soll ich euch erzählen? 1981 kam das Spiel raus, zunächst als Spieleautomat und 2 Jahre später kam es dann für die NES raus, als Nintendo seine erste eigene Heimkonsole am Start hatte. Und ja, das Nintendo Entertainment System. Und ja, Entwickler ist Shigeru Miyamoto. An der Stelle Shigeru Miyamoto, Dankeschön, denn er hat hier mit diesem Spiel etwas ins Leben gerufen, was einfach nur viele Kinderherzen hat höher schlagen lassen, auch Erwachsenenherzen, vor allem die, die in Erinnerung schwelgen, denn hier ist einfach fucking Ground Zero von Super Mario und Donkey Kong und alles, was damit zu tun hat, denn ja, das erste Videospiel, in dem die beiden überhaupt vorkamen. Hier hat alles seinen Anfang gemacht. Hier hat alles seinen Ursprung. Und das macht das Spiel für mich einfach nur echt besonders. Und es ist auch das zweiterfolgreichste Automatenspiel aller Zeiten. Und das muss man sich erstmal vor Augen halten. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Ja, was gibt's zu Hintergrund zu erzählen? Also Donkey Kong hat Pauline entführt, war damals Marios Freundin und er hat sie auf irgendeine Baustelle hin verschleppt, ist dann mit ihr ein Gerüst von dieser Baustelle hochgeklettert und ja, versucht Mario echt zu ärgern. Und wir müssen das versuchen zu verhindern und versuchen Pauline zu retten, klettern hier hoch. Währenddessen ja, versucht er uns von ihr fernzuhalten, indem er fleißig, wie ihr gesehen habt, Fässer uns entgegenschmeißt. Ja, haben wir schon erstes Level geschafft, jetzt sind wir hier zweites Level. Wir haben hier jetzt noch die Möglichkeit, verlorene Gegenstände von Pauline einzusammeln. Gibt uns extra Bonuspunkte. Ja, wir müssen nur unten auf diesen dummen Feuerballer aufpassen. Ich weiß nicht, die sehen für mich aus wie Hotheads. Ob das jetzt wirklich Hotheads sind, weiß ich nicht. Oh shit. Oh shit. Okay, zurück. Ja, jedenfalls habe ich früher immer gedacht, dass es sich hierbei um Peach handelt. Oh. Oh, seht mal, wie knapp. Ja, jetzt sind wir schon im finalen Level. Hier gehen wir jetzt nach oben. Wir müssen quasi einfach diese Schrauben von diesen Metallbalken Balken lösen. Also, es sieht zwar nicht so aus, aber laut der Beschreibung der Spieleanleitung sollen das Schrauben darstellen. Jetzt habe ich noch gar nicht diesen Hammer vorgeführt. Damit könnte man jetzt ja die Feinde hier einfach kaputt schlagen. Vielleicht kommt er ja hoch. Nee, er haut wieder ab. Ja. Aber es gibt ja mehrere Loops. M bedeutet ja Leben. M für Mario. Und L bedeutet einfach Loop. Das ist der erste Loop. Pro Loop wird wirklich der Durchlauf immer schwerer, weil immer mehr Feinde erscheinen, beziehungsweise bewegt sich einfach alles schneller, so die Fässer kommen schneller angeflogen oder sonst was. Ja, und da fällt Donkey Kong runter und wir haben Pauline wieder, also für uns haben sie gerettet. Ja, normalerweise wäre jetzt der zweite Loop angefangen, aber wir wollen noch Game B ausprobieren und das machen wir jetzt gleich mal. Ich glaube, der einzige Unterschied ist so ein bisschen so wirklich die Schwierigkeitsstufe. Ja, wollen wir mal schauen. Ja, das Spiel sollte eigentlich sogar mit den Figuren von Popeye rauskommen. Nintendo hat aber die Rechte an Popeye verloren und deshalb mussten die ihre eigenen Figuren entwickeln. Das Beste eigentlich, was ihnen je passieren konnte. Jedenfalls war das die Geburtsstunde von Mario und Donkey Kong. Mario hieß damals allerdings noch Jumpman. Und Donkey Kong heißt eigentlich Donkey Kong, denn Donkey bedeutet übersetzt Esel. Und Esel sind stur. Und Donkey Kong in dem Spiel jedenfalls auch. Und deshalb Donkey. Und Kong wurde noch dran gesetzt, weil bei Kong denkt man automatisch durch damals King Kong direkt an einen Affen. Und deshalb Donkey Kong. Die hatten auch damals ein bisschen Beef gehabt mit den Urbs.
mit den Leuten von King Kong, weil da gab es so ein paar Urheberrechtsstreitigkeiten und ja, so viel zum diesem Thema. Und so Shigeru Miyamoto hat den Job eigentlich auch nur damals bekommen als Programmierer. Der hatte vorher mit Programmieren eigentlich gar nichts am Hut. Und zwar war der Präsident von Nintendo, der damalige, der Präsident von Nintendo war mit dem Vater von Shigeru Miyamoto befreundet. Und ja, der Vater hat halt ihm darum gebeten, seinen Sohn einzustellen. Diesen Gefallen hat er eingelöst und ja, es war ja anscheinend nicht verkehrt. Wenn man bedenkt, dass anhand solcher kleinen Zufälle sowas Großes vielleicht nicht entstanden wäre, das ist schon krass. Ja, jetzt müssen wir hier wieder diese Schrauben lösen. Ja, ich glaube schon, dass es ziemlich schwierig ist. Vorhin war das nicht so, dass dann noch so ein zweiter Dude einfach so mittendrin aufgetaucht ist. Ich glaube, die Tasche lasse ich sogar sein. Ja, komm, fuck mich nicht hier ab jetzt. Jetzt schnell hoch, bevor ich gleich ein... Oh, hier ist auf jeden Fall schwerer. Also man merkt das auf jeden Fall. Nein! Oh, Glück gehabt. Den behalte ich jetzt erstmal. Du kommst mal hoch und du bist direkt weggehämmert, Junge. Oh, scheiße, ich habe da unten noch den vergessen. Ich probiere es mal schnell. Ich probiere es mal schnell. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert. So, zack, hoch jetzt. Zack, da hoch. Was tue ich? Warum hat er den nicht eingesammelt? Wollte schon sagen. Hör mal. Ja, die feiern da unten eine Party. Sollen sie mich ruhig in Ruhe lassen, finde ich gut. Ja, jedenfalls, erster Loop von Game B durch. Ich würde auch sagen, dass ich tatsächlich den Part beende, denn wir sind hier nicht auf Rekordjagd. Ich könnte jetzt natürlich weiter probieren, bis ich irgendwann ganz im Arsch bin, aber ich wollte das Spiel einfach nur vorstellen und von daher würde ich sagen, das war's mit Donkey Kong für die NES. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Seid beim nächsten Part von irgendeinem NES-Spiel dabei oder von irgendeinem anderen Spieletitel. Wenn euch das gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben, Freunde, oder abonniert mich. Mich würde es sehr freuen. Und von daher, ich wünsche euch einen schönen Abend beziehungsweise einen schönen Tag noch. Macht's gut, euer Paleface. Bis zum nächsten Mal. Ciao.